Beim Thema Zecken gibt es im Outdoor-Bereich leider immer noch zu viele Irrtümer oder Unwissen, aber auch teilweise richtige Panik, die dafür sorgt, dass Leute sich lieber von der Natur fernhalten, anstatt mehr Zeit draußen zu verbringen. Und beides ist natürlich nicht gut, aber da Zecken durchaus eine reale Gefahr darstellen können, sollte sich jeder, der regelmäßig auf Touren geht, damit beschäftigen, wo sie lauern, welche bewährten Vermeidungsstrategien es vielleicht gibt, was man im Ernstfall tun muss und welche Risiken, aber auch Lösungen in den kommenden Jahren zum Thema Zecken noch auf uns zukommen werden. Also erstmal, Zecken können weder springen noch fliegen. Sie sitzen meistens auf Grashalmen oder niedrigen Büschen mit maximal so 1,5 Meter Höhe und warten teilweise viele Stunden oder sogar tagelang mit ausgestreckten Vorderbeinen darauf, dass ein Wanderer vorbeikommt. Und von dort aus lassen sie sich beim Vorbeigehen einfach abstreifen und krallen sich dann einfach so fest. Und nicht zu erwarten sind Zecken demnach hoch oben in Bäumen und sie fallen nicht von Ästen herab, wie das bis heute immer noch sehr häufig zu hören ist. Und auch lauern sie nicht in völlig trockenen, kahlen Gebieten oder ganz kargen Vegetation. Denn Zecken bevorzugen ganz klar feuchte, schattige Umgebungen mit milden Temperaturen, dichtes Gras oder Sträuchern, am besten noch in Laubböden und in Unterholz fühlen sie sich dabei am wohlsten. Und nicht nur im Wald, sondern auch Waldrändern, feuchten Wiesen, zum Beispiel auch entlang von Flüssen oder Bachläufen. Und offene, trockene Flächen in praller Sonne meiden sie dagegen eher. Und diese Gegebenheiten kann man natürlich dann bei seiner Routenwahl und vor allem bei seiner Lagerwahl abends beachten. Und dann können Zecken auch nicht wirklich sehen oder riechen. Sie haben ein sogenanntes hallisches Organ an den Vorderbeinen. Damit können sie dann Geruchsstoffe wie Kohlendioxid oder Buttersäure im Schweiß von vorbeilaufenden Menschen oder natürlich auch Tieren komplett einfach im Vorbeigehen so wahrnehmen. Aktiv werden Zecken am meisten aber eher zwischen 7 bis 10 Grad und ideal sind für sie 14 bis 23 Grad bei hoher Luftfeuchtigkeit, also so grob alles so ab 80%. Und an sehr heißen Sommertagen sind sie deswegen zum Glück weniger aktiv und sterben tun sie tatsächlich erst ab minus 20 Grad und suchen deswegen auch im Laub dann Schutz, weil da ist natürlich kälter und generell auch vor großer Hitze kann man sich da besser schützen. Ja, und Hölzböcke, das sind die Zecken, die am häufigsten in Deutschland vorkommen, leben zwar meistens nur 3 bis 5 Jahre, überstehen aber Kälte und Hunger ohne Probleme und warten notfalls wirklich jahrelang auf den nächsten Wirt. Und so eine klitzekleine Zecke hat teilweise in ihrem Leben nur wirklich 3 Situationen, wo sie sich einmal vollsaugen kann und kann damit wirklich jahrelang überleben. Und deswegen gibt es eben auch den Irrtum, Frühlingszeit ist Zeckenzeit. Im Frühling fangen zwar häufig zum ersten Mal im Jahr passende Temperaturen für die Zecken an, aber die sind natürlich auch das weitere Jahr aktiv. Und aufgrund der milder werdenden Winter, die wir jetzt zunehmend natürlich immer haben, bleiben sie jetzt teilweise sogar ganzjährig aktiv. Und Krankheiten wie Borreliose oder FSME kann man sich also auch im Sommer oder vereinzelt sogar im Winter jetzt holen. Deswegen Vorsicht nicht nur im Frühling, sondern wirklich in allen Jahreszeiten, wenn man draußen ist. In höheren Berglagen nimmt das Zeckenrisiko aber dafür zum Glück tatsächlich ab. Aber etwa 1500 Meter Höhe, sagt man, also nichts im deutschen Mittelgebirge, sondern nur im Alpenraum, treten heimische Zecken kaum noch auf. Ein weiterer Irrtum ist dann aber, nur im Wald oder im Süden gibt es Zecken. Es gibt zwar regionale Schwerpunkte für FSME-Fälle in Süddeutschland, aber grundsätzlich, natürlich findet man Zecken von Nord- bis Süddeutschland, von Küstengebiete bis ins Mittelgebirge und Risiko für Krankheiten existieren also überall. Man sollte dennoch jedes Jahr einen Blick auf die aktuelle FSME-Ausbreitungskarte in Deutschland werfen, um sich klar zu werden, wo vielleicht erhöhtes Risiko vor Natur besteht. Zeckenimpfung schützt vor allem. Das ist ein weiteres Missverständnis. Umgangssprachlich ist mit Zeckenimpfung immer nur die FSME-Impfung gemeint. Und diese schützt ausschließlich vor Frühsommer-Meningoenzephalitis und nicht vor Borreliose, Babesiose, Ehrlichiose und vielen weiteren Erregern und Krankheiten, Infektionen, die vielleicht in Zukunft auch durch den Klimawandel und andere neue Zeckenarten hier nach Nordeuropa kommen. Und dennoch sollte natürlich jeder, der öfter draußen auf Outdoor-Touren unterwegs ist, so einen vollständigen FSME-Schutz haben und den vor allem auch regelmäßig auffrischen. Man braucht 3 Dosen an Impfungen, bis der vollständige Schutz da ist, und das muss man so alle 3 Jahre leider wiederholen. Das dauert auch ein bisschen, bis der vollständige Schutz da ist, und wenn ihr jetzt in ein paar Monaten eine Tour habt und ihr wollt euch noch ganz schnell impfen, dann fragt euren Arzt mal nach einem Schnellimpfverfahren für die FSME-Impfungen. Dann sind die Abstände zeitlich ein bisschen kürzer, das hält auch nicht ganz so lang, aber ihr habt schneller auf jeden Fall einen brauchbaren Schutz unterwegs. Die gute Nachricht ist aber, ein neuer Borreliose-Impfstoff ist in Sicht und der Kandidat VLA15, entwickelt von Valneva und Pfizer, befindet sich in Phase 3 Studien und zeigte bereits in Phase 2 eine robuste Antikörperantwort gegen die gängigsten Borreliose-Erregerstämme in Europa und auch Nordamerika. Und es richtet sich gegen ein Oberflächenprotein der Borrelien und soll die Bakterien unschädlich machen, bevor sie den Zeckendarm verlassen und in den Menschen gelangen.
Läuft alles erfolgreich, könnte der Borreliose-Impfstoff schon frühestens 2026 zugelassen werden. Bis er dann lokal beim Hausarzt vielleicht ist, dauert es noch bis 2027. Aber das wäre auf jeden Fall ein großer Meilenstein für alle, die viel draußen unterwegs sind. Und dann kann man sich halt präventiv jetzt nicht nur gegen FSME, sondern auch gegen diese Lyme-Borreliosen schützen. Und wahrscheinlich muss das dann auch regelmäßig aufgefrischt werden. Aber vielleicht kann man das dann mit den FSME-Impfungen wirklich kombinieren und hat dann langanhaltenden Schutz für die häufigsten beiden Krankheiten. Und solange es noch kein Borreliose-Impfstoff gibt, natürlich auch generell bleibt dann nur die Vorbeugung vor Zecken. Und dazu sollte man einerseits darauf achten, dass man auf Touren auf Wegen bleibt und aktiv aufpasst, am besten wenig mit hohen Gräsern und Büschen dabei in Berührung zu kommen. Sollte man doch mal Offroad gehen müssen, das kommt natürlich häufig vor, auf jeder Tour, wenn man sich verläuft zum Beispiel, dann ist knöchelhohes Laub die größte Gefahr. Und bisher habe ich mir jede Zecke eigentlich immer nur in Laub eingefangen. Auch letztes Jahr zum Beispiel auf dem Schleswig-Holstein-Steig, direkt am ersten Tag hatte ich wieder eine Zecke. Das passiert mir eigentlich jedes Jahr. Und sollte ich also eine durchwachsene Passage durchqueren, kontrolliere ich mich danach sofort an den Knöcheln und Beinen und entdecke dabei sehr, sehr häufig wirklich Zecken, die quasi noch dabei sind, gerade mein Bein hochzukrabbeln und noch nicht zum Glück gestochen haben. Dann macht es natürlich auch Sinn, bei der Lagerwahl wirklich aufzupassen und da an Zecken zu denken. Generell kann man sagen, dass in Laub- und Mischwälder 7-mal mehr Zecken vorkommen als in Nadelwäldern, weil natürlich da das Klima ein bisschen anders ist. In den Bergen natürlich kann man aufpassen, dass man vielleicht über der Baumgrenze zeltet oder zumindest ab 1500 Meter. Ansonsten, wenn ihr ankommt, schaut, ist da vielleicht eine Lichtung, wo es auch feuchtes Moos ist da hohes Gras am Flussrand und falls Laub liegt, manchmal geht das einfach nicht anders, kann man zumindest diese Laubschicht so ein bisschen mit dem Schuh oder den Trekkingstock verschieben, um dann wirklich eine bisschen saubere, übersichtlichere und flachere Stelle zu haben. Und zuletzt gibt es noch Sprays und andere Abwehrmittel, wie ihr es schon die ganze Zeit hier auf dem Tisch seht. Und Mittel mit Wirkstoffen wie die zum Beispiel oder Icaridin sind bewährte Zeckenabwehrmittel. Wenn man sie einfach so auf die Haut aufträgt, halten sie Zecken und natürlich auch Mücken für mehrere Stunden fern. Und die Mittel gibt es relativ einfach überall zu kaufen, habt ihr schon oft gesehen, in den meisten Supermärkten, in Drogerien, zum Beispiel Anti-Brumm oder Autan. Das sind Dinge, die man sehr häufig verwendet. Der Nachteil ist, man muss die mitnehmen und die müssen natürlich alle paar Stunden wirklich neu aufgetragen werden. Kleben natürlich auch ein bisschen und gerade beim Ultraleicht-Tracken hat man natürlich da ein bisschen mehr Gewicht. Und was für mich mittlerweile viel, viel besser funktioniert und ich auch ausschließlich verwende, ist Permitrin. Und da seht ihr hier zum Beispiel diese blaue Dose von No-Bite. Und das sprüht man sich nicht auf die Haut, das wäre nicht so gut, sondern damit imprägniert man seine komplette Ausrüstung. Das kann sogar der Rucksack sein. Im Zweifel ist das natürlich Ausrüstung, die weiter unten auf Zeckenhöhe ist. Also Schuhe, Socken, Gamaschen, Hose. Manchmal mache ich es auch auf Jacke, Käppi oder vielleicht im Sommer auf einen Midlayer. Das hält dann auch wirklich ein paar Tage, sogar Wochen. Und ich mache das nur einmal vor der Tour und brauche das dann im Prinzip auch gar nicht währenddessen mitnehmen. Und das hilft wirklich, Kleidung einzusprühen. Da fallen die Zecken eigentlich schon komplett nach Sekunden ab. Das kann man echt beobachten, wie die einfach sich dann wieder fallen lassen und stechen gar nicht erst. Und das Beste ist natürlich, das dann mit einem DEET-Produkt noch zu kombinieren, also sich dann auch noch etwas auf die Haut zu sprühen. Das gibt es zufälligerweise auch von No-Bite, ist hier DEET 50%. Und das mache ich auch nur einmal vor der Tour, hält dann zwar nur 1-2 Tage, ich nehme es aber nicht mit, weil eigentlich reicht mir dieses Permitrin komplett und das ständige Gucken irgendwie auf meine Beine, wenn ich eine kurze Hose habe, um zu überprüfen, ob da vielleicht doch was hochkrabbelt. Ja, rein auf den physischen Schutz durch Kleidung zu vertrauen, bin ich persönlich kein Freund. Also ich höre immer wieder zum Beispiel Socken in lange Hose stecken und generell lange bedeckte Kleidung anziehen. Das mag auf jeden Fall auch was bringen, aber da die Zecke im Zweifel dann lange auf der Kleidung bleibt und irgendwann schon Kontakt zur Haut findet, indem sie hochkrabbelt, vielleicht in den Rucksack krabbelt, kann sie im Zweifel sogar mit nach Hause geschleppt werden. Und genauso wenig halte ich irgendwie von Öle oder Hausmittel wie Kokosöl. Die riechen zwar ganz gut und sind vielleicht ein bisschen natürlicher als diese Chemie, das stimmt auf jeden Fall, haben aber natürlich nur eine sehr, sehr begrenzte Wirkung. Und da auch ganz besondere Vorsicht, Öle, zum Beispiel Kokosöl oder so, niemals zum Entfernen von Zecken verwenden. Das stresst die Zecke, weil da löst ein Erstickungsreiz aus. Die Zecke denkt quasi, sie erstickt oder ertrinkt und dabei entleert sie in Panik unter Umständen ihren kompletten Darminhalt in die Wunde und überträgt dann erst recht Krankheitserreger, was natürlich das Infektionsrisiko massiv noch zusätzlich erhöht. Und dann sind wir auch schon beim Thema Entfernen der Zecke. Also wenn alles an Vorbeugung nicht geholfen hat, man tatsächlich dann trotzdem erwischt wird. Im Volksmund spricht man natürlich immer von einem Zeckenbiss. Wissenschaftlich korrekt ist jedoch eigentlich ein Zeckenstich. Die Zecke dringt dann quasi mit ihren scherenartigen Mundwerkzeugen in die Haut ein, sticht dann mit einem Stechrüssel zu und saugt sich über mehrere Tage dann wirklich groß mit Blut voll. Und beim Stich geben sie dann betäubenden Wirkstoff ab, den man nicht spürt, und sondern danach außerdem so eine Art Klebstoff ab. Und die Kombination sorgt halt dafür,
dass es schmerzlindernd ist und dass die Zecke dann auch nicht durch Abrieb irgendwie abfallen kann und sie dann wirklich sehr, sehr stark in der Haut mit verankert ist. Hat man so einen Stich bemerkt, ist auf jeden Fall wichtig, relativ schnell zu handeln. Denn man hat einen kleinen Vorteil. So eine Borrelienübertragung dauert meistens mehr als 24 Stunden. Man hat halt eine größere Chance, desto länger die Zecke halt drin ist. Und deswegen sucht man sich also am besten einmal am Tag, ich mache das zum Beispiel immer abends im Zelt, wenn ich mich umziehe, gründlich mit der Kopflampe zum Beispiel einmal am ganzen Körper ab. Und das kann dann schon reichen, wenn man eine FSME-Impfung hat und halt immer relativ schnell Zecken, die vielleicht Borrelien haben, entfernt, dass man sich da nicht mit Leimborreliose ansteckt. Um die Zecke dann selber in dem Moment sicher, sauber und vor allem an einem Stück zu entfernen, braucht man eigentlich ein spezielles Werkzeug. Das kann man sehr schlecht irgendwie nur mit den Fingern machen. Und ihr habt es vielleicht schon mal gesehen, es gibt sowas wie eine Zeckenzange, wie die zum Beispiel. Die habe ich auch in 3 verschiedenen Größen hier zum Beispiel liegen. Wichtig ist, egal womit man das macht, die Zecke muss ganz nah quasi an der Haut gepackt werden, von unten und mit dem ganzen Körper rausgezogen werden. Es soll auf jeden Fall sichergestellt sein, dass man nicht den Kopf abreißt, dass der Körper zerquetscht wird und vielleicht dann nur Teile der Zecke rausgehen in der Wunde selber, aber noch dieser Stechrüssel zum Beispiel verbleibt. Und dafür sind diese Werkzeuge sehr gut. Es gibt auch Alternativen wie eine Zeckenkarte oder, das ist auch ein tolles Gerät, eine Zeckenschlinge zum Beispiel. Wenn ich hier drauf drücke, kommt so eine kleine Schlinge raus, da packe ich die Zecke quasi von hinten, ziehe die Schlinge zu, drehe ein bisschen, aber auch nicht so fest, weil da kann es natürlich wieder sein, dass die Zecke dann zerquetscht wird und ziehe langsam und stetig raus. Meiner Erfahrung nach braucht man das aber nicht und ich habe tatsächlich die besten Erfolge in sehr, sehr vielen Zeckenentfernungen gehabt mit dem klassischen Victorinox 7-in-1 Funktionsmesser. Das wiegt jetzt 20 Gramm und hier ist eine kleine Pinzette auf einer Seite integriert. Und die ist aus Metall und damit habe ich wirklich die besten Erfahrungen machen können. Es geht wunderbar. Ich drücke quasi mit der Pinzette auch ein bisschen noch in die Haut rein. Mir ist in dem Moment auch egal, ob da vielleicht ein Stück von der Haut noch mitkommt, von der Hornhaut zum Beispiel. Pack die dann wirklich ganz unten und ziehe die sauber raus. Ich drehe auch gar nicht. Das könnt ihr machen, müsst aber aufpassen, das nicht zu schnell zu machen, um die Zecke an einem Stück rauszuziehen. Aber so habe ich bisher bei mir jede einzelne Zecke entfernen können. Danach muss man die Wunde am besten einmal desinfizieren und ordentlich waschen und man sollte auch in den kommenden Tagen dann ein Auge auf die Wunde regelmäßig haben, vor allem wenn der Stich nicht sofort bemerkt wurde. Es kann nämlich sein, dass sich eine Wanderröte entwickelt, ist meistens so ein roter Ring oder ein Kreis und dann hat man sich wahrscheinlich Borrelioseviren eingefangen und sollte das sofort medizinisch einmal abklären lassen. Ich habe abends mal 3 Zecken an meinem Knöchel gefunden und die dann im Zelt alle 3 rausgemacht und habe mir dann, da schon jetzt 4 Jahre, glaube ich, hier direkt eine Leimborreliose auch eingefangen, musste dann zum Arzt und halt über ein paar Wochen Antibiotika nehmen. Und das ist halt wichtig, dass man darauf achtet, denn das kann zu Problemen führen, wenn man das dann nicht behandelt, nicht entdeckt. Deswegen eigentlich immer abklären lassen, wenn ihr eine Zecke länger drin gehabt habt. Und leider wird es in Zukunft nur noch mehr Probleme mit Zecken in Deutschland geben, denn steigende Temperaturen führen natürlich einerseits zu längeren Zeckensaisons, das heißt, die bleiben das ganze Jahr teilweise aktiv und begünstigen dann vor allem die Ausbreitung durch neue Zeckenarten in Mitteleuropa. Und es wird beispielsweise jetzt die tropische Hyalomma-Zecke in Deutschland schon öfter gesichtet. Ja, und das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Die ist größer, kann Wirte sogar aktiv jagen und verfolgen und kann dann sogar exotische Erreger mitbringen, wie zum Beispiel das Kongo-Fieber. Das Positive ist ja dann wenigstens, dass bald die Borreliose-Schutzimpfung kommt und für mich auf jeden Fall echt ein Meilenstein, denn da muss man sich natürlich eine Sorge weniger machen, wenn man draußen unterwegs ist. Nichtsdestotrotz ist das ein Thema, das man mit Respekt auf jeden Fall behandeln sollte, aber gerade in Kombination mit diesen Permitrin- und DIT-Produkten muss man da schon weniger Angst vor Zecken haben und vor allem gar keine Panik haben, irgendwie draußen eine schöne Zeit zu verbringen. Ja, alle gezeigten Produkte, das No-Bite und die ganzen Zeckenentfernungsmittel packe ich euch in die Beschreibung. Konnte euch das Video ein bisschen weiterhelfen, hat euch Spaß gemacht, dann würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Und mittlerweile haben wir auch einen Zweitkanal zu unserem Podcast Zeltgespräche, der ist auch auf Spotify und auf YouTube. Und da behandeln wir alle Themen rund ums Wandern, Trekking und Outdoor ein bisschen detaillierter. Schaut es euch gerne mal an. Bis zum nächsten Mal.